Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich mache es mal ein bisschen anders, nicht so immer hinter dem Pult stehen, lieber ein bisschen den direkteren Kontakt. Ich finde es klasse, dass so viele hier erschienen sind, zumal wir ja wieder miterleben mussten, wie sich die ach so aufrechten und ach so mutigen heute aufgeführt haben, die unten teilweise die Zugänge blockiert haben, sodass es wirklich für den Normalbürger, der sich von uns ein eigenes Bild sich machen wollte, schwierig war, teilweise rein und durchzukommen. Umso wichtiger und umso bedeutender ist es, dass Sie heute hier sind, und das freut mich, weil wir Ihnen nämlich als AfD-Bundestagsfraktion heute einmal darlegen können, dass das, was medial über uns kolportiert wird, in keinster Weise zutreffend ist. Ich möchte für meinen Bereich, ich bin ja 27 Jahre Polizeibeamter gewesen, bevor ich dann in den Bundestag eingezogen bin und dort jetzt auch logischerweise im Innenausschuss tätig bin, Ihnen über verschiedene Sachverhalte berichten, die für die innere Sicherheit von besonderer Bedeutung sind. Und ich will vielleicht mal mit dem anfangen, wo man sich langsam fragt, wenn man als Experte die Lage kennt, wie bestimmte führende Politiker unseres Landes immer noch eine solche Behauptung aufstellen können. Ich spiele auf die zentrale Behauptung unseres Bundesinnenministers an, der doch ernsthaft behauptet hat und dies immer noch tut, Deutschland sei so sicher wie seit 30 Jahren nicht mehr. Ich hatte im Bundestag das Vergnügen, dann den Herrn Seehofer mal direkt zu befragen. Die Antwort, die er da gegeben hat, die war äußerst unbefriedigend, weil er bezieht sich bei seiner Aussage auf die polizeiliche Kriminalstatistik, die ihre Schwächen hat. Ich habe schon oft Ausführungen zur Fehlerhaftigkeit und zu den Mängeln der polizeilichen Kriminalstatistik ausgeführt. Einer der Hauptmängel dürfte wohl sein, dass dort nur das sogenannte Hellfeld abgebildet wird, also nur die Straftaten, die bei der Polizei zur Anzeige gelangen und die dann auch endbearbeitet an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden sind, die erscheinen in dieser polizeilichen Kriminalstatistik. Das bedeutet, nur ein Teil der tatsächlich begangenen Straftaten erscheint dort überhaupt. Das Dunkelfeld, also all die Straftaten, die begangen werden, aber nicht angezeigt werden, ist beträchtlich nach Schätzungen des Bundes deutscher Kriminalbeamter, und der steht jetzt nicht im Verdacht, AfD-affin zu sein, beträgt die tatsächlich begangene Zahl der Straftaten in Deutschland 25 Millionen und nicht, wie es in der PKS aufgeführt ist, 5,6, 5,7 Millionen. Also das ist eine der Hauptschwächen, aber ich möchte mich gar nicht so sehr auf die PKS einlassen, weil das sind Statistikdiskussionen und die kann man führen oder nicht führen. Viel entscheidender ist doch, dass wir in einem Deutschland leben und dass eben auch die Fakten her, das ist nicht nur Ihr Gefühl, das eben so unsicher ist wie noch nie vorher. Wenn wir uns allein mal den islamistischen Terrorismus anschauen, wenn wir die Zahlen vergleichen, einfach von 2014 bis 2017, dann haben wir dort verheerende Entwicklungen in unserem Land zu verzeichnen. Fangen wir einfach mal an mit den Salafisten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Salafisten sind sogenannte Hardcore-Islamisten, die wollen einen islamischen Gottesstaat in Deutschland errichten. Das sind also knallharte Verfassungsfeinde. Die Zahl dieser Salafisten hat zugenommen vom Jahr 2014, also vor der Grenzöffnung, 6.300 auf jetzt Ende 2017 11.200. Fast eine Verdopplung. Schauen wir uns an, das islamistisch-terroristische Personenspektrum, also die Personen, die sich im Umfeld von Gefährdern aufhalten, als Unterstützer, Anstifter für schwerste Terroranschläge. Wir hatten vor der Grenzöffnung 2014 1000 dieser Leute, mittlerweile haben wir 2200, mehr als eine Verdopplung. Und wenn wir uns die Zahl der islamistischen Gefährder anschauen, Gefährder sind Personen, von denen uns die Sicherheitsbehörden sagen, dass sie aufgrund von Tatsachen annehmen, dass diese Personen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schwere Straftaten im Sinne 100a StPO, so ist die Definition, begehen. Das heißt nichts anderes, wie dass sie unter anderem auch Terroranschläge begehen werden. Und bei der Bewertung von Gefährdern stellt sich nicht mehr die Frage, ob diese einen Terroranschlag begehen werden, es ist nur noch die Frage, offen wann. Und da haben wir wirklich eine absolut verheerende Steigerung zu verzeichnen. Wir hatten 2014 167 dieser Personen in unserem Land. Da war die Überwachung noch einigermaßen möglich.
von Seiten der Sicherheitsbehörden. Mittlerweile sind wir aber bei 776. Sie haben richtig gehört, von 167 auf 776. Und das Problem ist, dass diese Personen von der Polizei nicht lückenlos überwacht werden können. Die Zahl ist schlicht zu hoch. Die Polizei hat weder die sächlichen noch die personellen Kapazitäten, um hier eine lückenlose und um die Überwachung all dieser Personen zu gewährleisten. Das bedeutet im Ergebnis, dass ein Teil dieser Gefährder völlig unbewacht sich in Deutschland aufhält, hier agiert, ein Aktionsfeld sich eröffnet. Und da ist es umso erstaunlicher, dass ein Abstellen dieses inakzeptablen Zustands von Seiten der anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag in keinster Weise, aber auch nur im Ansatz in Erwägung gezogen wird. Es wird Ihnen immer viel erzählt, man würde sehr viel gegen den Terror tun, man hat verschiedene Terrorpakete verabschiedet, Terrorpaket 1 und 2. Die Realität ist das härteste Schwert, das die anderen Fraktionen, also die Regierungsfraktionen, und die anderen haben ja auch teilweise zugestimmt, gegen den islamistischen Terrorismus ins Feld führen, ist die sogenannte Fußfessel. Die Fußfessel verhindert keinen einzigen Terroranschlag. Wir haben gesagt, als AfD-Fraktion, dafür haben Sie uns gewählt, Sie wollen sicher in Deutschland leben, wir haben Ihnen das vor der Wahl versprochen und wir halten Wort. Wir sind hingegangen und haben gesagt, es ist inakzeptabel, dass in diesem Land Menschen frei agieren können, die nur ein Ziel haben, Sie und Ihre Liebsten anzugreifen, schwer zu verletzen oder zu töten. Die Sicherstellung des Schutzes und der Sicherheit der deutschen Bevölkerung muss oberste Priorität haben und deshalb haben wir auch einen entsprechenden Antrag eingebracht, einen Gesetzentwurf, der vorgesehen hat, die sogenannten Gefährder entweder sofort in Abschiebehaft zu nehmen oder aber den längerfristigen Gewahrsam zur Anwendung zu bringen. Denn eins ist klar, es ist schlicht nicht hinnehmbar, dass diese Personen eine solche Gefahr darstellen, dass sie einen weiteren Terroranschlag begehen können. Ich kann es auch etwas direkter ausformulieren. Wer ernsthaft das Leben unserer Bürger gefährdet, gehört weggesperrt. Es gibt nur diese beiden Alternativen, nämlich die Alternative 1, dort wo wir abschieben können, werden wir das sehr zeitnah tun. Dort, wo das nicht möglich ist, aufgrund von Abschiebehindernissen, dort müsste die Abschiebehaft zur Anwendung kommen, deshalb auch unser Antrag. Und lassen Sie mich gleich zu diesen Abschiebehindernissen was sagen. Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum hier die Bundesregierung, insbesondere was die Beschaffung von Passpapieren angeht, Sie wissen ja, Sie kommen ganz einfach ohne Pass nach Deutschland rein, Sie müssen nur das Zauberwort Asyl sagen, aber Sie kommen dann, können nicht mehr abgeschoben werden, wenn Sie kein solches Passpapier haben. Und da ist es nicht nachvollziehbar, warum man nicht mehr Druck auf die Länder ausübt, die nicht bereit sind, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Und der Druck, der sieht relativ simpel aus, weil es immer heißt, die Probleme wären so komplex und man müsse dann immer lange rumüberlegen. Also nicht, dass Sie den Eindruck gewinnen, dass ich über eine Entscheidung das Wort reden will, das will ich nicht. Aber die Sachlage ist hier doch relativ einfach und simpel. Wir gehen auf solche Staaten zu und sagen denen, hör mal zu, das ist euer Staatsbürger, das habt ihr überprüft, das gibt ihr selber auch an und jetzt stellt ihr bitte sehr schnell Papiere aus, der ist nämlich euer Problem und nicht unseres, damit wir den zu euch zurückschicken können. Und wenn die dann sagen, ach, da haben wir jetzt aber gerade keine Lust drauf, dann müssen wir halt den Druck erhöhen. Dann müssen wir sagen, also, wisst ihr, wir möchten sehr gute Beziehungen zu euch haben. Wir möchten, dass die Freundschaft zwischen unseren Ländern weiterhin besteht. Aber dafür müsst ihr auch was tun. Und wenn ihr uns diese Passersatzpapiere nicht gebt, dann werden wir euch finanzielle Mittel im Bereich der Entwicklungshilfe streichen. Und wenn das nicht ausreicht, dann werden wir einen weiteren Schritt machen. Wir werden unseren Einfluss in der EU geltend machen und werden schauen, dass auch innerhalb der EU-Fördertöpfe keine Gelder mehr ausgezahlt werden. Und dann ist das für die Gegenseite ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Die werden sich sagen, okay, was kostet mich jetzt so ein Passersatzpapier auszustellen und was kostet es mich, auf diese finanzielle Mittel zu verzichten. Sie müssen in diesem Bereich Druck aufbauen, wenn Sie anders keine Lösung herbeiführen können. Und da wir schon seit Jahren an diesem Problem rumlaborieren, muss jetzt endlich auch mal dann entsprechend mit Nachdruck für eine Lösung gesorgt werden. Also,
um es nochmal zu sagen, die zwei Möglichkeiten: Sie schieben sofort ab, Sie, wenn es nicht möglich ist, Abschiebehaft mit dem Ziel, möglichst schnell abzuschieben, und für alle deutschen Gefährder, wo Sie also nicht abschieben können, die also die deutsche Staatsbürgerschaft haben, dort müssen wir schauen, dass wir die langfristig in Gewahrsam nehmen, und dieser Antrag wurde von allen anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag abgelehnt. Ich darf in Erinnerung rufen, dass wir bei Umsetzung dieses Antrages und des Gesetzesentwurfs, es war ein Antrag und Gesetzesentwurf, dass wir dann von jetzt auf nachher 776 tickende Zeitbomben entschärft hätten. Die anderen Fraktionen haben das abgelehnt mit fadenscheinigsten Begründungen. Es würde gegen Verfassungsrecht verstoßen, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz würde nicht beachtet. Das ist alles völliger Nonsens. Nur ein Satz dazu. In Deutschland ist es völlig unproblematisch möglich, eine psychisch kranke Person, die eine Gefahr nur für sich selbst darstellt, in den Unterbringungsgesetzen der Länder steht Gefahr für sich selbst oder für andere, aber es reicht schon die Gefahr für sich selbst. Die können Sie wegschließen bis zum St. Nimmerleinstag, so lange wie die Gefahr besteht. Und bei Personen, die eine unbestimmte Vielzahl von Bürgern umbringen wollen, da kommen plötzlich alle anderen Fraktionen und machen Verhältnismäßigkeitserwägungen geltend. Nein, die AfD hat eine klare Position. Wenn es möglich ist, dass in diesem Land Personen, die nur eine Gefahr für sich selbst darstellen, langfristig weggesperrt werden können, dann muss das schon zweimal gelten für Personen, die bewusst und gewollt deutsche Bürger töten wollen. Und ich will Ihnen mal noch ein paar Zahlen geben, weil ich bin auf eine interessante Zahl gestoßen, die macht das eigentlich sehr deutlich, dass wir weder im sichersten Deutschland seit 30 Jahren leben, noch im sichersten Europa seit 30 Jahren. Wenn Sie sich nämlich mal die europaweiten Zahlen der Toten anschauen, der Todesopfer, die durch religiös motivierte Angriffe umgekommen sind, dann ergibt sich da ergeben sich interessante Zahlen. Wenn Sie nämlich von 2007 bis 2014 schauen, dann werden Sie feststellen, dass wir in ganz Europa nur 8 Todesopfer durch islamistische Anschläge hatten. Das änderte sich aber gravierend ab 2015, und 2015 war ja diese Refugees Welcome Welle. Von 2015 bis 2017, in läppischen 3 Jahren, 351 Tote durch islamistische Terroranschläge in Europa. Das sagt uns doch alles. Von 8 in 8 Jahren, also ein Toter pro Jahr, auf 351 in 3 Jahren. Und da hat man die Schubse, Ihnen immer noch ins Gesicht zu lügen und zu sagen, wir würden im sichersten Deutschland seit 30 Jahren leben. Das ist eine Unverschämtheit. Im Übrigen kann ich eines nicht mehr nachvollziehen, dass ständig und immer es so dargestellt wird, als würden die anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag alles für ihre Sicherheit tun, sie dann aber, wenn es dann darum geht, so wirklich, man muss es in dieser Härte formulieren, fast schon jämmerlich versagen. Und die Frage ist doch, woran liegt das? Warum verweigern die anderen Fraktionen Ihnen ihren Schutz? Sie zahlen Steuern und können erwarten, dass der deutsche Staat sie schützt, und trotzdem wird das nicht umgesetzt. Und die Frage ist doch, woran liegt das? Und da müssen Sie sich nur mal anschauen, die Aussagen führender Protagonisten. Ich darf mal an Martin Schulz erinnern, Sie kennen ihn noch. Der sagte damals, als er noch Präsident im EU-Parlament war, Terror sei ein Lebensrisiko des 21. Jahrhunderts. Und der ehemalige Innenminister de Maizière versuchte uns dahingehend zu belehren, dass er uns sagte, wir werden lernen, mit dem Terror leben zu müssen. Und ich selber habe einen 7-jährigen, jetzt bald 8-jährigen Sohn, und ich sage diesem Minister ganz klar eines: Wir wollen nicht, wir dürfen nicht aus Verantwortung für unsere Kinder, und wir werden nicht mit diesem Terror leben. Was wir wollen ist, dass effektive Terrorbekämpfungsmaßnahmen endlich umgesetzt werden. Nicht Kapitulation, sondern knallhartes Vorgehen gegen islamistischen Terrorismus ist das Gebot der Stunde.
Wir hatten schon mal eine gravierende Terrorwelle in Deutschland. Da gab es allerdings andere Ziele. Die Ziele des islamistischen Terrors sind die sogenannten Soft Targets. Sie und ich, wir alle. In den 70er Jahren, Sie erinnern sich, RAF-Terror, dort waren die Ziele damals exponiert. Sei es Unternehmer, seien es Politiker. Und damals ist auch keiner gekommen und hat gesagt, wir werden halt lernen müssen, mit dem Terror zu leben. Nein, damals gab es Politiker von dem Format eines Helmut Schmidt, die gesagt haben in ihren Fernsehansprachen nach solchen Anschlägen, die Terroristen mögen ein kurzes Gefühl der Befriedigung erleben, aber es sei ihnen klar gesagt, wir werden euch bekämpfen und wir, unsere Gesellschaft, ihr werdet keine Chance haben, wir werden diesen Terror besiegen. Und genau diese Art von Politiker ist erforderlich, um diesen Kampf zu gewinnen. Und es tut mir leid, es Ihnen sagen zu müssen, aber diese Art von Politiker finden Sie heute eben nur noch in der AfD. Es ist aber nicht nur der Terrorismus alleine, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mal den Bereich Flüchtlingskriminalität ansprechen. Und bevor ich Ihnen da ein paar Zahlen nenne, die auch ganz eindringlich sind, erlauben Sie mir 3 Vorbemerkungen. Erste Vorbemerkung: Wenn ich jetzt Zahlen nenne zur Flüchtlingskriminalität, dann bedeutet das nicht, dass ich behaupte, dass alle Flüchtlinge kriminell seien oder alle kriminelle Flüchtlinge, weil uns das immer unterstellt wird. Es wird uns ständig unterstellt, wir wären Fremdenfeinde, wir wären Rassisten. Zweite Vorbemerkung, ganz wichtig: Bei der AfD galt schon immer, gilt und wird immer gelten: Wer berechtigt in unser Land kommt, mit Schwerpunkt auf berechtigt, wer mit seiner eigenen Hände Arbeit sich eine Existenz in unserem Land aufbaut, wer sich integriert, wer sich selbst, seine Kinder und seine Enkel zu wertvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft macht, wer mit uns leben will, weil er unsere Grund- und Werteordnung teilt und nicht gegen uns und unseren Staat bekämpfen will. Diese Leute, die mit uns leben wollen, die sich hervorragend integrieren, die mit uns gemeinsam unsere Gesellschaft gestalten, die waren schon immer willkommen und die werden auch immer willkommen sein. Wir sind froh, dass wir sind. Das auch mal in dieser Welt sagen. Und die dritte Vorbemerkung, die kann ich mir zum Punkt Flüchtlinge nicht verkneifen, weil ich es für wichtig und zentral halte in dieser Diskussion, weil hier nämlich mit Begrifflichkeiten Schindluder getrieben wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, uns wird von den Griechen zum Beispiel auch vorgeworfen, die AfD-Fraktion würde, nicht nur die AfD-Fraktion, auch die Länderfraktion und auch die Partei insgesamt, würde hier entsprechend unchristlich handeln, weil wir Hilfe verweigern würden und es sei doch ein Gebot der Nächstenliebe, den Bedürftigen zu helfen. Nun, ich stimme im letzten Teil zu, es ist ein Gebot der Nächstenliebe, den Bedürftigen zu helfen. Aber wen haben wir denn geholfen, 2015 fortfolgende? Wir haben doch überwiegend jungen Männern geholfen, zu 80%, die in der Lage waren, mehrere Kilometer, mehrere tausend Kilometer zu Fuß zurückzulegen, die über Tausende, teils Zehntausende Euro verfügt haben, um sie an Schlepper zu geben, damit sie überhaupt am Ziel ankommen können und die, und das ist entscheidend, nach Erreichen eines sicheren Drittlandes, wo einfach keinerlei Lebens- oder sonstige Gefahr mehr bestand, weitergereist sind in das Land der Europäischen Union, das die höchsten Standards, Sozialstandards gezahlt hat, oder in die Länder mit den höchsten Sozialstandards. Und solche Menschen, meine sehr verehrten Damen und Herren, da müssen wir uns ehrlich machen, das sind keine Flüchtlinge mehr. Flucht endet mit Erreichen eines sicheren Drittstaates. Wer dann noch weiterreist, der ist illegaler Armutsmigrant. Und dazu kommt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass diese Migrationspolitik doch zu folgenden Dingen führt. Erstens, Tausende von Toten jedes Jahr im Mittelmeer. Zweitens, viel gravierender, wir helfen einfach den Falschen, wir helfen den Starken statt den Schwachen. Wir müssten wem helfen? Nicht gesunden jungen Männern zumindest. Wir müssten helfen Frauen, Kindern, Alten, Kranken, Gebrechlichen. Wir müssten denen helfen, die in diesen Flüchtlingslagern weiter sitzen, denen keiner hilft. Das wäre wahre Nächstenliebe, wenn Sie sich jetzt noch vor Augen halten, dass Sie mit dem Geld, wo Sie hier einem Flüchtling ein entsprechendes Leben ermöglichen, dass Sie dort entsprechend in den Flüchtlingslagern 20, 30, 40 Menschen in gleichem Ausmaß helfen können, dann zeigt es Ihnen den ganzen Wahnsinn unserer betriebenen Migrationspolitik, und die AfD steht ganz klar dafür, dass wir diesen Wahnsinn beenden. Und was hat die AfD-Fraktion vorgeschlagen im Deutschen Bundestag?
Wir haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass an unserer Grenze jeder, der das Zauberwort Asyl sagt, ohne Ausweispapiere, Sie bekommen gar nichts als deutscher Staatsbürger ohne Ausweispapiere, keinen einzigen Cent, falls doch, sagen Sie mir wo, dass ich wenigstens mal einen Fall kennenlerne. Sie kriegen gar nichts. Zu jeder Behörde, wo Sie hingehen und sagen, Sie sind bedürftig, müssen Sie belegen Ihre Identität und die entsprechenden Bedürfnisvoraussetzungen. Nur dann bekommen Sie Geldleistungen. Aber man ist von diesem Prinzip 2015 komplett abgewichen und hat gesagt, auch wenn die ohne Papiere kommen, reinlassen alle Leistungen, die eine solche Person dann bekommt, ohne jeden Nachweis. Und das Problem, und ich will jetzt gar nicht mal von der Wohnungsnot reden, ich will jetzt gar nicht mal von der Bildung unserer Sozialkassen reden, im Bereich der inneren Sicherheit ist einfach, wenn Sie nicht wissen, wer jemand ist, dann können Sie auch nicht entsprechende Maßnahmen treffen, weil Sie dann natürlich jeden reinlassen müssen. Und wissen Sie, was erstaunlich ist? Im Deutschen Bundestag sind Sie ja schon mal gewesen. Versuchen Sie da mal irgendwo ohne Papiere reinzukommen, ohne Ausweisdokumente. Sie kommen keinen Millimeter weit in die entsprechenden gesicherten Gebäude rein. Und das ist doch interessant zu sehen, wenn es um den eigenen Schutz der anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag geht, wenn es um den Schutz der Regierung geht. Dann geht gar nichts ohne Identitätspapiere. Dann wird zugemacht, dann wird abgeschottet, dann kommen Sie nur rein mit einem entsprechenden Dokument. Wenn es aber um Ihren Schutz geht, dann ist das alles völlig egal. Dann sagt jemand Asyl, kommt rein und wir wissen ja mittlerweile, die Zahlen habe ich Ihnen ja gerade genannt, dass hier tausendfach entsprechend auch Terroristen in unser Land geströmt sind und nicht nur Terroristen. Und jetzt komme ich zu den Zahlen zur Flüchtlingskriminalität. Es sind eben auch sehr viele Gewaltverbrecher ins Land geströmt. Wir haben von 2015, von der Grenzöffnung an bis 2017, über 853.000 Straftaten in Deutschland zu verzeichnen gehabt, die von sogenannten Flüchtlingen begangen worden sind. 853.000 Straftaten, die in unserem Land nie begangen worden wären, wenn wir unsere Grenzen geschützt hätten. Und von diesen 853.000 Straftaten waren über 1.000 Straftaten gegen das Leben. Über 44.000 Körperverletzungsdelikte im Bereich schwere, gefährliche, die einfache Körperverletzung ist da nicht mal dabei, und über 10.000 Sexualdelikte, also im Bereich sexuelle Nötigung, Vergewaltigung. Und das sind jetzt alles nur Zahlen, aber bitte vergegenwärtigen Sie sich, hinter jeder dieser Zahl steckt ein Opfer. Und hinter jedem Opfer steckt auch eine Familie, stecken auch Angehörige. Diese riesige Zahl von 853.000 bedeutet, dass man mit dieser Grenzöffnung unendliches Leid über die deutsche Bevölkerung gebracht hat. Und wir haben das von Anfang an vorhergesehen und haben gesagt, Leute, das können wir nicht machen, wir müssen unsere Bürger schützen. Und die Gegenseite, die Regierung, hat das nicht getan. Und sie ist auch nicht bereit, jetzt die entsprechenden Korrekturen vorzunehmen. Was machen sie denn jetzt? Jetzt machen sie Werkstattgespräche, die CDU. Nach 3 Jahren kommen die und fangen an, ich weiß nicht, wer meine Reden im Deutschen Bundestag schon gehört hat, ich habe immer zum Innenminister gesagt, Herr Innenminister oder die Regierung, bitte sprechen Sie mit den Praktikern, die werden Ihnen den Wahnsinn Ihrer Politik bestätigen. Sprechen Sie bitte nicht nur mit Polizeipräsidenten. Jetzt fangen Sie ja damit an, das ist ja löblich. Aber nach 3 Jahren, und dann stellen wir sich ja noch hin und tun so, als wäre es jetzt der absolut tolle Weg und als würden Sie jetzt hier eine absolute Politik betreiben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen. Sie hätten Anrecht darauf gehabt, dass vor 3 Jahren solche Gespräche stattgefunden hätten, dass man effektive Maßnahmen zur Unterbindung solcher Gewaltausrufungen und auch zur Unterbindung der Ausrufung des islamistischen Terrorismus eingeleitet hätte und nicht jetzt versucht, sie mit Werkstattgesprächen entsprechend zu blenden. Und wir hatten ja die Diskussion, wir hatten ja jetzt die Diskussion und wissen Sie, erschreckend ist einfach das Ausmaß der Realitätsleugnung von Seiten der Regierungsparteien, aber auch von Seiten zum Teil auch der anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag. Man will einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass der Kardinalfehler unserer Sicherheitspolitik die immer noch offenen Grenzen sind. Solange wir diese offenen Grenzen nicht schließen werden, wird sich die Sicherheitssituation in Deutschland nicht verbessern, sie wird sich immer weiter verschlechtern. Und genau bei diesen Werkstattgesprächen kommt ja das eine oder andere Mal durch, wo genau das angesprochen wird.
aber man ist nicht bereit, das entsprechend umzusetzen. Jetzt heißt es ja, wir diskutieren drüber. Sie haben es mitbekommen, die CDU regiert ja nicht alleine, die CDU, CSU, wir haben ja auch die SPD in der Regierung und die haben natürlich gleich geblockt und gesagt, was? Abschiebungen beschleunigen? Nee, die kriegen es ja nicht mal hin. Nordafrikanische Länder, in die wir alle in den Urlaub reisen, oder zumindest derjenige, der das gerne macht, die also absolut sicher sind, als sichere Herkunftsstaaten zu deklarieren. Die Grünen blockieren, wo es nur geht. Warum? Nur um ihre Ideologie der Refugee-Welcome-Geschichte aufrechtzuerhalten und ständig immer mehr Leuten unberechtigt den Zutritt in unser Land zu gewähren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen muss klar sein, je länger diese anderen Fraktionen, je länger diese Regierung an der Macht ist, umso unsicherer wird Deutschland. Lassen Sie sich nicht erzählen, dass es so sicher wäre wie seit 30 Jahren nicht. Sie können unabhängig von allen Zahlen, die ich genannt habe, in unsere Städte schauen. Wann hatten wir denn vor 30 Jahren Betonroller, bitteschön, in unseren Innenstädten zum Schutz vor islamistischen Anschlägen? Wann hatten wir in unseren Innenstädten Frauenschutzzonen zum Schutz unserer Frauen bei öffentlichen Veranstaltungen? Wann gab es das, dass wir mittlerweile müssen wir Krankenhäuser mit Sicherheitsdiensten und nicht mit wenig Kräften schützen, damit es dort nicht zu Übergriffen gegen Ärzte kommt, nicht zu Übergriffen gegen Schwestern kommt? Wir haben das gleiche Problem mit Security-Schutz für unsere Schwimmbäder etc. pp. Merken Sie was? Wir sind natürlich wesentlich unsicher geworden und keiner spricht das Problem an. Es ist nämlich nicht nur das Versagen der Migrationspolitik seit 2015, sondern im eigentlichen Kern versagt dieses Land in seiner Migrationspolitik schon die letzten 40, 50 Jahre. Das hat zur Ausbildung von Parallelgesellschaften geführt, die massiv die innere Sicherheit nicht nur gefährden, sondern auch stören. Wenn Sie sich bestimmte Clanstrukturen in Nordrhein-Westfalen, in Bremen, in Hamburg, in Berlin anschauen, dann gibt die Polizei selbst zu, dass sie dort nur schwer gegen diese Clanstrukturen ankommt. Und in Nordrhein-Westfalen fährt man jetzt die sogenannte Null-Toleranz-Strategie. Die Null-Toleranz-Strategie bin ich ein absoluter Anhänger von. Es hat sich gezeigt, dass das, was wir bisher gefahren haben, nämlich Deeskalation, Kommunikation, konsensuale Konfliktlösung, könnte man das auch nennen, dass das nicht zielführend war. In keinem Bereich. Kann nie zielführend sein bei Personen, die gewaltaffin sozialisiert sind. Wer aus einem Land kommt, wo Frauen gesteinigt werden, wer aus einem Land kommt, wo der Einsatz des Messers zur Durchsetzung eigener Interessen, Egoismen ganz normal an der Tagesordnung ist, wo das Leben eines Menschen nichts zählt, den werden Sie nicht überzeugen können mit gut Zureden. Da brauchen Sie die Strategie der Nulltoleranz. Dort muss die Polizei mit einer Härte und Robustheit vorgehen, die jedem klar macht, hier gilt deutsches Recht, der Rechtsstaat ist wehrhaft. Und wenn du die Staatsgewalt herausforderst, wenn du diesen Staat und die Gesellschaft herausforderst, dann haben wir eine entsprechend harte, zielführende und effektive Antwort. Deshalb bin ich ein absoluter Anhänger dieser Nulltoleranzstrategie. Aber Innenminister Nordrhein-Westfalen hat es die Strategie der 1000 Nadelstiche genannt. Und wenn man schon so ein Wort verwendet, schon so ein Bild verwendet, dann bin ich eher dafür, dass man das bitte auch so benennt, wie es eigentlich sein müsste. Nicht 1000 Nadelstiche, das ist auch die völlig falsche Strategie. Denn Sie können sich 2000 Mal Nadelstichchen als Bein oder sonst wohin machen, da zucken Sie ab und an mal ein bisschen zurück, aber Sie lassen sich nicht von Ihrer groben Richtung abbringen. Wir brauchen keine Strategie der 1000 Nadelstiche. Wir brauchen die Strategie des Vorschlaghammers. Es muss jedem klar gemacht werden, dass in unserem Staat gewalttätige Verhaltensweisen nicht gehen. Und das passiert eben derzeit nicht. Und schauen Sie, was für Auswüchse wir haben. Es geht bis in den Bereich rein, wenn wir jetzt mal den anderen Bereich Linksextremismus kurz nehmen. Da verstehen viele nicht das, was wir jetzt hier unten erleben, wo jeder sagt, naja gut, das sind ein paar Leute, die ein Problem mit Demokratieverständnis haben. Wir verstehen nicht, dass das ein Frontalangriff auf unsere Meinungsfreiheit ist. Auf unsere Meinungsfreiheit komplett. Das, was im Bereich Linksextremismus passiert, auch manifestiert in den Angriffen gegen unsere Fraktion, gegen unsere Partei, gegen unsere Mandatsträger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat nur einen Zweck: die Kritiker des Systems mundtot zu machen. Und Meinungspluralismus, Meinungsfreiheit ist absolutes Kernelement unserer Demokratie.
Wer dort es zulässt, dass die Axt angelegt wird, der macht sich mitschuldig, der macht sich quasi zum Totengräber unserer Demokratie. Und welche Auswüchse das mittlerweile schon hat. Vom Staat gefördert, ich sage nur die Antonio-Amadeus-Stiftung, die Broschüre herausgegeben hat, ernsthaft Staat gefördert, Antonio-Amadeus-Stiftung, 3,6 Millionen kriegen die Staatsknete und geben eine Broschüre raus, wo drin steht, wie erkennen wir rechtsextreme Familien. Und dann steht da ernsthaft drin, Mädels, die Zöpfe haben und gern stricken und häkeln, und Jungs, die körperlich fit sind, das sind starke Indizien dafür, dass es sich hier um rechtsextreme Eltern handelt. Merken Sie was? Das meinen die ernst. Und wenn dann die AfD-Fraktion kommt und sagt, seid ihr des Wahnsinns, ihr diskriminiert hier die ganz normale bürgerliche Mitte, dann wird die Broschüre nicht etwa zurückgezogen von der SPD oder von anderen. Nein, das wird einfach weiterverteilt. Und jeder, der heute denkt, die Linksextremisten, die gehen ja nur gegen die AfD vor, der wacht morgen auf und ist morgen als ganz normal bürgerlicher Mensch das Ziel. Und deshalb müssen wir uns mit allem, was wir haben, diesen Versuchen entgegenstellen. Wir müssen uns unser freiheitliches, unser sicheres, unser lebenswertes Deutschland erhalten. Und genau dafür steht auch die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Genau dafür sind wir angetreten. Und ich kann Ihnen versprechen, wir werden so lange weitermachen, gegen alle Widerstände. Und es ist uns egal, wie oft sie uns beleidigen, diffamieren, wie oft sie uns angreifen, wie oft sie unsere Fahrzeuge verbrennen, wie oft sie unsere Häuserfassaden beschmieren, wie oft sie uns auch körperlich angreifen. Je mehr sie uns in dieser Form angehen, umso mehr verspreche ich Ihnen, werden wir Energie und Kraft freisetzen, um unser originales Ziel zu erreichen. Wir werden uns nicht untergehen lassen. Abschließend erlauben Sie mir noch ein paar Sätze, weil es ja jetzt auch in Richtung Europawahl geht und weil es ja jetzt auch in Richtung Kommunalwahl geht. Es ist wichtig, dass jeder an seinem Platz für sein Land sich einsetzt. Es geht hier wirklich um alles. Es geht um die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkel. Nicht jeder ist Mandatsträger, braucht es aber auch nicht sein. Jeder an seinem Platz. Jeder, der uns in irgendeiner Form unterstützt, ist hilfreich, damit wir als AfD-Bundestagsfraktion vorne die Veränderungen umsetzen können, die wir uns vorgenommen haben. Je mehr Stimmen wir bekommen, umso mehr Möglichkeiten haben wir, politisch zu wirken. Und deshalb denken Sie bitte immer dran, 3 Dinge sind absolut wahr, die gebe ich jedem immer mit auf den Weg. Wir als Generation, wie wir hier drin sitzen, haben die Pflicht, unseren Kindern und unseren Enkeln gegenüber, dass wir ihnen ein sicheres und lebenswertes Deutschland übergeben. Ich will meinem Sohn später nicht in die Augen gucken müssen, wenn er mich fragt, was hast du getan? Und ihm sagen müssen, ja, wir haben da leider alle versagt, obwohl wir in der Mehrzahl waren, haben wir uns von den lauten Schreiern und Krakelen unterkriegen lassen. Genau das Gegenteil ist richtig. Wir haben die Pflicht zu handeln und wir müssen auch alle was tun. Zweitens, scheitert die AfD, dann scheitert Deutschland. Wir sind die letzte Möglichkeit für dieses Land. Nach uns kommt niemand mehr, nur noch die Wand oder das Wasser, je nachdem welches Bild Sie entsprechend verwenden wollen. Und deshalb gilt, immer bitte vor Augen halten, nichts auf später verschieben, es geht um alles. Wann, wenn nicht jetzt, und wer, wenn nicht wir. Und ich will ganz am Schluss Ihnen noch sagen, Beispiel geben von einem Interview, sozusagen als Aufmunterung, dass man sich nicht unterkriegen lässt, wenn man immer diffamiert wird im Bereich der Gesellschaft, auch wenn man zum Teil sozial isoliert wird oder wenn man es versucht. Es gab ein Interview mit Kaczynski, polnischer Politiker, BBC oder CNN, ich weiß es nicht mehr. Die Journalistin, offensichtlich linksgrün gefärbt, fragte ihn, sagen Sie mal, wie viele Flüchtlinge haben Sie eigentlich aufgenommen in Polen? Dann sagte er, wenn Sie mich auf muslimische Migration ansprechen, kann ich Ihnen sagen, 0, 0. Dann sagte sie, ja, das hört sich so an, als wären Sie da stolz drauf. Dann sagte er, ich habe das vor der Wahl meinen Wählern versprochen, ich halte das, was ich versprochen habe. Dann kam sie mit dem Ultrahammer. Wenn nichts mehr geht, welchen Hammer holt man raus? Den Nazi-Hammer. Und dann sagte sie zu Kaczynski, ja, aber Menschen wie der Kommissionspräsident Juncker, die nennen sie einen Fremdenfeind und Rassisten. Und dann sagte Kaczynski etwas, das sollten wir alle mitnehmen, das sollte uns Mut machen. Er sagte erstens, ich habe es Ihnen gerade erklärt,
Ich habe das meine Wähler versprochen, die haben mich gewählt und ich setze genau das um. Zweitens, wir in Polen sind sicher. Wir haben im Vergleich zu den westlichen Ländern sichere Wege und Plätze. Bei uns gibt es keinen islamistischen Terror. Und drittens, Sie können mich einen Fremdenfeind nennen, Sie können mich einen Rassisten nennen. Nennen Sie mich, was Sie wollen, das ist mir egal. Es gibt nur zwei Dinge in meinem Leben, die für mich maßgeblich relevant sind. Das erste ist die Sicherheit meiner Familie und das zweite ist die Sicherheit meines Landes. Und genau solche Politiker, meine sehr verehrten Damen und Herren, das braucht es in Deutschland wieder und genau für diese Art von Politiker steht die AfD und steht die deutsche Bundestagsfraktion für AfD. So, jetzt hoffe ich aber, dass ich nicht zu sehr überzogen habe. Ich darf übergeben an